Auch in unserer Eintracht-Karriere hat sich einiges an unserem Verein getan. Spieler sind gegangen, Spieler sind gekommen. Das klare Ziel, deutscher Meister zu werden. Wir schauen gemeinsam auf die neuen Spieler, auf das neue Team und spielen dann heute schon den Supercup. Also ich glaube, dass wir wirklich eine Menge Spaß haben werden. Victor Boniface auf der einen Seite und dazu noch Gift Orban auf der anderen Seite. Haben einmal den Verein getauscht. Geil, Meier ist schon mal da, Mamouche und die erste Chance, Ugarte! Und das geht mal richtig gut los. 9. Minute, 1-0. Nächste Chance vielleicht ja gleich wieder, um in Führung zu gehen. Boniface, da ist er. Was der eine auf der einen Seite kann, der Orban, das macht Boniface auf der anderen Seite. Das Tor gegen den Ex-Club, die neue Nummer 10. Wichtig für uns und sehr wichtig wäre jetzt, wenn Larsen mal die Ruhe behält. Larsen! 3-2. 7 Minuten vor Schluss. Der Auftakt in die neue Bundesliga-Saison. Der erste Gegner ist der FC Augsburg, die uns letztes Jahr die Meisterschaft versaut haben. Waren wir natürlich aber auch selber schuld. Egal. Wir haben vorne Boniface zum ersten und Martin. Das erste Tor. Davide Martin, Neuzugang von der Roma. Also von AS Rom. Da kommt Gnonto nicht ran. Da ist die Flanke. Kopfball. Und das zweite Tor. Was ein Traumstart. Und wieder ist es Davide Martin. Gleich mal im Doppelpack hier. Apropos Doppelpack. Dreierpack. Dreierpack ist die Devise. Lupenreiner Hattrick. Ja, das ist ein Auftakt hier. Und vor allem für ihn, ey. Davide Martin. Dann kriegen sie auch immer wieder Chancen. Aber auch wir. Chukwueze schickt Boniface. Der jetzt mal alleine. Martin wäre in der Mitte, aber er macht's alleine. Und wie er das macht. Und das könnte die Entscheidung sein. 4-1. Ah, Haraldsson da oben. Wenn er da mitkommt, kriegt er den. Da ist Haraldsson. Und jetzt rein damit zum 5. High Five. Eine volle Hand. Fratesi läuft mit. Ganz oben Chaibi oder Haraldsson. Und das nächste Ding. Jetzt geht's wirklich den Bach runter. Das halbe Dutzend ist voll. 6-1. Da gibt's den Greedy mit. Unser erstes Auswärtsspiel in der Heinz von Heiden Arena, schöner Name, bei Hannover 96, die uns letzte Saison als Aufsteiger ja auch Probleme bereitet haben. Wir haben auch hier gewonnen, machen es alleine. Meier, ja, der geht durch mit dem engen Dribbling und er findet trotzdem Boniface. Dann halt über Umwege, 1-0. Kommt erstmal Fratesi, wieder Chukwueze. Ja, Leute sind noch da. Zum Beispiel Martin und kein Abseits. Davide Martin, momentan der Spieler der Saison. 4. Saisontor schon und hier der Greedy vor der eigenen. Dann nochmal über Umwege jetzt. Über Chukwueze, Mamouche, Boniface winkt, aber Mamouche macht's alleine und wie er das macht. Da bleibt einem fast die Stimme weg. Gerade zu Saisonbeginn ganz, ganz wichtig. Oh, schön gespielt. Und Larsen setzt noch eine oben drauf und macht das 0-4. Und auch hier wieder der Greedy, diesmal vor der anderen Fankurve. Nächstes Heimspiel. Der SC Freiburg ist zu Gast bei einem bislang sehr, sehr gut aufspielenden Team, was natürlich auch neu zusammengestellt wurde. Pacho Larsson gut dabei. Jetzt muss irgendwie, genau, die Auftaktbewegung, die habe ich gebraucht. Da ist da wieder Martin. Und jetzt ist es passiert. Die Führung 1-0. Fratesi irgendwie nochmal einen Freischuss ziehen. Nee, oder mal alleine machen. Martin läuft durch. Die Chance. Last-Minute-Tor. Jawohl. 88. Minute. Hört nur alle hin. Und guckt vor allem hin. Die englischen Wochen gehen wieder los mit unserer Eintracht. Heute gegen Mainz, dann gegen den AC Mailand in der Champions League. Also auch ein Hammerprogramm in der Champions League. Aber ich freue mich auf die Gruppe, wo noch Sevilla mit dabei ist und Sturm Graz. Ja, bringt den mit rechts von da rein. Normalerweise Linksfuß. Da ist er. Da ist Martin. Der macht direkt so weiter. Der Anschlusstreffer. 2-1. Sehr gut gemacht. Und er kriegt den wieder. Und jetzt alleine gegen alle. Mal gucken. Boniface ist in der Mitte. Da ist er. Unten ist Mbimbe. Und der muss jetzt rein. Mbimbe. Wunderschön. Das Abenteuer Champions League geht wieder los. Erstes Gruppenspiel beim AC Mailand. Schönes Stadion. Letztes Jahr haben wir hier gegen Inter gespielt. Da haben wir
Ja, völlig unverdient hier. 3-1 gewonnen, das weiß ich noch. Die haben uns quasi an die Wand gespielt, haben nach wenigen Sekunden schon geführt. Wir mussten schon mal ein Spiel hier drehen in Mailand. Mal gucken, ob wir das nochmal schaffen. Wir haben auf jeden Fall Davide Martin. Wir haben auch so einen völlig Verrückten da vorne drinne. Fratesi mit der Chance, sieht er Boniface und jetzt rein damit. Da kannst du nur mit dem Kopf schütteln, echt. Da spielst du fast 30 Minuten lang den völligen Scheiß zusammen. Oh, hä? Kommt nochmal Chukwueze, mal gucken, ob er seinen alten Kollegen noch einen reindrücken kann. Nein, aber wir spielen es ganz umständlich aus. Und machen nochmal ein drittes. Durch Davide Martin. Na, immerhin hier. Haraldsson, total umständlich. Wir eilen von Wettbewerb zu Wettbewerb. Nachdem wir in der Champions League richtig auf die Fresse bekommen haben, auf Deutsch gesagt, gegen Stuttgart nur 0-0 gespielt haben, heute DFB-Pokal. Gegen keinen geringeren als gegen die Bayern. Runde 2 auch noch auswärts. Egal, ob zu Hause oder auswärts. Und schon ist die Lücke da. So, Chukwueze, jetzt hat er Platz. Das sind seine Situationen. Komm, gegen Lawrence, gegen Leimer. Der kann nicht so schnell sein. Die Chance, Chukwueze, spitzer Winkel. Jawohl. Geht doch. Also völlige Spielkontrolle jetzt hier. Die Bayern hinten reingedrängt. Das ist ja Wahnsinn. Die kommen nicht hinten raus. Kadiolu, jetzt eine gute Flanke. Und endlich mal. Und jetzt macht er sein Tor. Die englischen Wochen gehen gnadenlos weiter, nachdem wir im Pokal gegen Bayern gewonnen haben. Überrascht mich nicht wirklich, nachdem wir vorher 3 Spiele nicht gewonnen haben. Jetzt gegen Leverkusen, dann gegen Sevilla, dann Hoffenheim. Da hat er sogar noch 10 Meter Vorsprung. Und jetzt der Ball und jetzt ist Boniface da. Und jetzt klingelt's. Na gut, aber von Leverkusen, ihr seht, da ist nichts zu sehen und die hauen sich die Dinger hier selber rein. Boniface! Mit 300 Sachen rein. 2-0. Wir sind zurück in der Erfolgsspur. In der Bundesliga, im Pokal sowieso. Jetzt gilt es auch in der Champions League endlich mal anzukommen. Gegen Sevilla. Zweites Gruppenspiel, das 6-3 gegen den AC Mailand soll heute vergessen gemacht werden. Marcao gegen Van der Zorn. Ja, warum nicht? Lauf alleine durch. Boah, ist der schnell. Da kommt ja keiner hinterher. Emre Can setzt nicht. Und das erste Tor für den Youngster. Aber das wird... Jetzt kommt noch Grifo rein, um Gottes Willen. Wen haben die sich denn alles geholt? Vielleicht Lars nochmal der Anschluss. Ja, 2-4. Nimm doch den Ball mit. Konter. Oder wir machen noch einen. Shaibi, das ist kein Foul. Larsen oben. Ja, und das ist jetzt die Chance. Und das muss es sein. Das muss das 3-4 sein. Und da ist es. Komm, wir haben noch 7 Minuten Zeit. Jetzt nimmt er aber den Ball mit. Hopp, 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 hopp. Das Ende dieser unglaublich langen englischen Wochen geht heute zu Ende. Das letzte Spiel. Dann ist erstmal Länderspielpause gegen Hoffenheim. Dazwischen waren Pokale. Dazwischen war Champions League. Mit ganz vielen anderen Mannschaften gefühlt zusammen. Die Mannschaft muss sich ein bisschen umstellen. Larsson unter anderem ist neu. Und Fratesi! Der ist nicht neu, aber der trifft. Nach 7 Minuten und das ist richtig schön. Nach dem altbekannten Mittel hier. Nach einer Ecke einfach mal rein. Ja, da kommt Kadiolu ran. Einer der kleineren. Aber auch er, wenn er frei zum Kopfball kommt aus der Position. Länderspielpause ist vorbei. Wir starten mit voller Kraft ausgeruhten Spielern rein in die nächste. Weil die nächsten Spiele, die kommen. Und Platz 1 und 6, die trennen maximal 3 Punkte. Das ist also sehr, sehr gut und sehr, sehr spannend. Für die Liga. Und für uns ist diese Führung hier ganz wichtig. Boniface. Vielleicht jetzt nochmal irgendwie die Chance zum Ausgleich über Mamouche. Allein gegen alle Mamouche. Boniface. Zum ersten, zum zweiten. Und Fratesi! Völlig verrückt! Ach komm, hör auf, ey. Echt. Das kannst du auch nicht immer machen. Es wird Zeit für die ersten Punkte in der Champions League, nachdem wir gegen Sevilla und den AC Mailand quasi einmal komplett auf links gedreht wurden. 4-3 zu Hause verloren, 6-3 auch, glaube ich, beim AC Mailand. Also es ist ein Spiel, das geprägt ist von sehr vielen Fehlern momentan. Aber vielleicht mal jetzt der Durchbruch über Larsson. Im 1 gegen 1, den muss er jetzt machen. Und er macht ihn. Hugo Larsson, das ist sehr, sehr wichtig. Oder muss nicht einen Zweikampf defensiv führen. Oh Meier, schönes Ding. Und jetzt aber, der muss rein, abgefälscht. Und Haraldsson macht es. Mit dem Greedy vor der Sturm Graz Tribüne. Jawohl, genau. Nochmal richtig rein für den absoluten Bruch.
Larsson tut da vorne Boniface mit dem Rücken zum Tor. Ja, Martin läuft ein. Da läuft er ein und jetzt muss es das dritte Tor sein. Unter den Giebel. Und das könnte die Entscheidung sein. Boniface allein gegen alle aus Spitzenwinkel. Und dann geht auch so einer rein. Und jetzt laufen wir hier unten nochmal zu unseren Fans. 4-1, jetzt wird's deutlich. Wir eilen hier von Spiel zu Spiel. Das nächste heute gegen die Hertha. Die sind nur 2 Punkte hinter uns. Und wenn ihr sehen wollt, ob ich das hier heute schaffe, gucken wir mal. Oh ja, die kommt besser. Boniface, Pfosten und Tor! Mit ein bisschen Glück, aber egal. Gehört auch dazu. 1-0. Fratesi, da ist ein Kunku. Oh, die beiden Neuen hier im Zusammenspiel. Jawohl. Da ist es wieder, das goldene Händchen des Trainers. Dafür mal einen Daumen nach oben, bitte. Danke. Und ein kostenloses Abo auch gerne. Heute gehe ich ein bisschen ins Risiko beim Achtelfinalspiel gegen Wolfsburg. Wenn ihr wissen wollt, wie groß dieses Risiko ist dann am Ende, dann bleibt doch gerne dran. Wir lassen mal Chukwueze schicken. Wir schießen. Wir versuchen mal hier über die Mauer drüber. Mal gucken, ob es klappt. Wäre wichtig, auf jeden Fall. Chukwueze! Jawohl! Es hat geklappt. Aber mal gucken, vielleicht ja jetzt. Mamouche. Oh, Nacho Ferry vorne. Jetzt weiß er ausgerechnet. Einmal kritisiert. Okay, ich halte meinen Mund. Na gut, fangen wir an. Mit Mamouche rechts oben. Gegen Kepa. Ja, 1-0. Sehr gut. Fängt schon mal gut an. Hier so Haraldsson. Den machen wir unten rechts. Mit der Seite schön geschoben. Mal gucken, ob Kepa das ahnt. Nee, ahnt er nicht. So, nächster ist jetzt Ugarte. Jetzt haben wir die rechte Seite abgefrühstückt. Jetzt machen wir mal oben links. Mit voller Wucht hoffentlich. Ja, auch der sitzt. Was ist das für ein Elfmeterschießen? Ja, alle bislang 6 Schützen. 6-mal getroffen. Jetzt Larsen. Und auch der trifft. Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ist jetzt Larsson der Nächste. Achtung, ja, und auch der sitzt. Und jetzt haben wir die Chance. Chukwueze, komm, der kann eigentlich auch gut Elfer schießen. Oh, das wäre bitter. Komm, Chukwueze, ja. Ich rieche hier Schiebung. Jetzt hält wahrscheinlich Kepa den. Nein, Caldiolo. Auch souverän. Jetzt geht's an die Innenverteidiger. Oh weia. Robin Koch, auch er trifft. Gelingt uns heute die Revanche für das lächerliche Pokal aus. Bleibt bis zum Schluss des Videos dran, dann werdet ihr es erfahren. Ja, deswegen ist heute ein Sieg nicht nur schön, weil wir uns dann revanchiert hätten, sondern weil wir dann auch einfach oben dran bleiben. So, jetzt ist mal kein Abseits. Jetzt Meier gegen Correa. Jetzt ist der natürlich auch wieder zu schnell. Boniface, Martin in der Mitte. Ja, warum nicht? Davide Martin. Rotzt so ein raus. 12. Minute. Das wichtigste Spiel der Hinrunde. Eventuell zumindest in der Champions League zu Hause gegen Sturm Graz. Werde ich es schaffen oder nicht? Das werdet ihr erfahren, wenn ihr hier dran bleibt. Die sind ja richtig tief hinten drinne. Das gibt's ja gar nicht. Boniface. Oh, da wäre die Chance gewesen, sich einfach nur normal zu drehen. Chukwueze, die bieten uns ja quasi das hier an. Hier ein Kunku. Wieder der nächste Schuss. Und diesmal sitzt er. 1-0. Boniface. Und da ist er wieder. Da ist ein Kunku. Was ist denn mit dem los? Ach du Scheiße, wie geil kann der denn schießen? Schön gemacht, Shaibi. Das ist kein Foul. Doch, ist eigentlich Foul, aber Vorteil angezeigt. Und Larsen. Mit der Entscheidung. 3-0. Das heißt, wir müssten dann auch die letzten beiden Spiele auf jeden Fall gewinnen. Und das Spiel ist ja hier auch noch nicht vorbei. Shaibi. 4-0. Da darf jetzt auch mal ein bisschen getanzt werden. Ganz locker flockig hier. Eine Chance kriegen wir, glaube ich, noch. Haraldsson hat noch nicht. Jetzt hat er. High Five. Das letzte Spiel vor der nächsten Länderspielpause. Wenn ihr sehen wollt und erfahren wollt, ob ich das hier erfolgreich gestalte, bleibt gerne bis zum Schluss dran. Würde mich sehr freuen. Gegen Leipzig. Ja, das letzte Ligaspiel gegen Wolfsburg ist ja nicht so gut gelaufen. Dafür geht das hier richtig gut los. Boniface, wie im Training. Da gibt es erstmal den Gritty für die Leipziger. Wir haben bestimmt schon mehr Ecken. Wir haben auch bestimmt schon mehr Tore. Jetzt auf jeden Fall mal ein zweites und wieder Boniface. Und jetzt kommt Caldiolo. Nächste Chance.
Und das ist was zum Zungeschnalzen. Rotationsmaschine Deluxe. Apropos Deluxe, Home Deluxe Arena, das passt ja. Lol. Die Heimstätte des SC Paderborn, verkauft mal eine Playstation und so weiter und so fort. Die haben auch ihr echtes Stadion. Fällt mir jetzt gerade auf. Ich habe ja noch nie gegen die gespielt. Und Van Dijk bringt mal die Ecke rein. Ja, gut gemacht. Und da ist schon das erste Tor. Viertelstunde hat es gedauert. Larsen und Van Dijk hat seinen ersten Assist. Ist zunächst da, aber sofort wieder die nächste Chance. Und jetzt aber Mamouche mit Glück. Mit Pfosten. Aber egal, unterm Strich 2-1. Wie die Dinger hier heute passieren. Ich will hier nur gewinnen. Das Endspiel in dieser Gruppe um Platz 2 gegen den AC Mailand. Da haben wir im Hinspiel, also im ersten Spiel beim AC Mailand, haben wir da, glaube ich, 6:3 ganz schön auf die Fresse bekommen, um es mal mit deutlichen deutschen Worten zu sagen. Und von daher, ja, ist heute eine ganz klare Zielsetzung, Marschroute. Wir müssen gewinnen. Chancen auf beiden Seiten, viele Chancen noch nicht, aber das erste Tor! Und das ist mal ein Auftakt nach Maß. 13 Minuten gespielt und die Führung. Naja, aber wir bringen das Ganze jetzt hier mal selber zu Ende. Und zwar durch den Kunku. 83. Und da ist es. Das vielleicht entscheidende Tor. Wie gut gelingt uns der Spagat zwischen Champions League und Bundesliga? Nachdem wir ja gegen den AC Mailand gewonnen haben, bin ich sehr, sehr gespannt, ob wir heute gegen Bochum direkt nachlegen können. So, nächster Ballgewinn und wieder die Chance, schnell umzuschalten. Jetzt haben wir mal ein bisschen Platz. Shaibi mit Haraldsson, Larsen, ja, gut gespielt, gut durchgelaufen und das ist jetzt das 1:0. Da ist der Knoten, der platzt. 42. So, Achtung, hoher Ball, weiter hoher Ball, aber geklärt. So, ein Kunku, komm, der ist auch schnell und der ist durch. Jawohl, komm, gegen alle, gegen Losli, gegen Diakite. Da kommt keiner hinterher. Ein Kunku jetzt. Komm, 80. Minute. Und der Sack ist zu. Eine hammerharte englische Woche steht vor der Tür gegen die Bayern. Dann in der Champions League gegen Sevilla, das letzte Spiel in der Gruppe. Und dann gegen den BVB. Das ist einmal Platz 1 und Platz 3 in der Liga. Schauen wir mal. Vielleicht der erste Abschluss über Larsson. Abgefälscht und Haraldsson. Und das ist mal ein Start, der uns gut tut. Es ist angerichtet, das Finale in unserer Gruppe im Fernduell gegen den AC Mailand. Wer zieht mit Sevilla ins Achtelfinale ein? Wir müssen gewinnen. Dann kann der AC Mailand machen, was sie wollen gegen Sturm Graz. So, auch da wie Martin arbeitet mit nach hinten. Das sieht ja alles sehr, sehr gut aus. So, jetzt mal die Chance. Jetzt sind sie ein bisschen aufgerückt. Jetzt muss Boniface oder Chukwueze durchlaufen. Und das ist jetzt die Chance. Das muss die Führung sein. Und das ist das Tor ins Achtelfinale. Stand jetzt. Das Ende dieser englischen Woche endet im Schnee beim BVB. Nächstes Spitzenspiel, Dritter gegen Vierter. Riasson. Oh, das ist eine super Flanke, Haraldsson. Eine Traumflanke und ein bilderbuchartiger Kopfball. So, nächster Eckball. Wird der letzte sein. Die letzte Aktion vor der Pause. Und das 2:0. Und wieder ein Kopfball und diesmal ist es Larsen. Und wieder sträflich frei eigentlich in der Mitte. Also wie die bei Eckbällen verteidigen. Mit seiner 77er Stärke vorne. Chukwueze, komm, das ist hoffentlich kein Abseits. Ja, ist kein Abseits mit der Chance. Und der eine Abstand ist wieder hergestellt. Und eventuell auch schon sowas wie die Vorentscheidung. 3:1. Fröhliche Weihnachten, kann man da nur sagen. Ein Spiel an Heiligabend gibt es auch quasi nur hier in-game. Letztes Spiel dieses Jahr gegen den 1. FC Köln. Die sind 13. Wir stehen wieder oben. Ganz typisch für FIFA. Wo es halt einfach so schwer und beschwerlich nach vorne geht. Dafür umso einfacher hier. Jetzt läuft sie aus einem Guss in Wimber 1:0. Ne, da ist Martin. Das war vorher Ugarte. Martin jetzt mit der Chance. Und das macht er jetzt alleine. Martin! Jawohl! Die erneute Führung. 57. Gibt es vielleicht gleich den Doppelschlag. Mamouche mit der nächsten Chance. Und das nächste Tor. Nächstes Beispiel. Boniface rübergelegt. Haraldsson, das muss das nächste Tor sein. Oh weia. Jetzt geht's den Bach runter für die Kölner. Oder den Rhein mehr oder weniger. Jetzt geht's den Rhein runter. Der Greedy. Aber dafür holen wir uns vielleicht noch mal ein paar andere. Jetzt haben wir erstmal Koch.
Mit dem nächsten Tor. Jetzt klappt halt auch wieder alles. Das ist auch wieder so typisch EA. Wenn der Gegner dann aufs Maul bekommt, dann bekommt er richtig aufs Maul. Dann kriegt er eine richtige Abreibung und dann, wie gesagt, ist jeder Schuss ein Treffer. Wenn die Kölner uns hier zum Tore schießen einladen, warum nicht? Dann machen wir halt noch ein Tor. Mamouche, ganz easy peasy. Und schön direkt gespielt. Und das 7:1. Aber ihr seht, die Kölner überhaupt gar keine Gegenwehr. Direkter Fehlpass nach dem Anstoß. Um Gottes Willen, das wird ja noch bitterer. Um Gottes Willen werden die hier geschlachtet. Aller guten Dinge sind ja bekanntermaßen 3. Getreu dem Motto habe ich nochmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Und somit gehen wir auch rein ins letzte Hinrundenspiel. Müssen wir da noch irgendwie gedreht bekommen. Chukwueze, vielleicht machen wir jetzt den Anfang. Und ausgerechnet dann der Kleinste. Ausgerechnet dann einer, mit dem man eigentlich überhaupt nicht gerechnet hatte. Bei dem Eckball. Kardiolu. Längst überfällig. Aber ihr wisst, wie solche Spiele öfter laufen. Und jetzt dadurch, dass ich noch ein bisschen offensiver gestellt habe, dass noch mehr Leute vorne sein sollen, ist natürlich die Gefahr da, dass wir jetzt doch noch irgendwie ein zweites Gegentor kriegen oder vielleicht selber noch eins machen. Und das lasse ich mal wortlos stehen hier. Kostic gegen Trimmel. Oh ja, komm, das ist einer für uns. Jawohl, und jetzt müssen wir es einfach nur gut zu Ende spielen. Und zwar über Zirkzee. 87. Minute, das muss das 3-1 sein. Sein Doppelpack. Jawohl. Boah, war das wichtig. Der Start in die Rückrunde gegen Paderborn mit 2 Neuzugängen. Mit Joshua Zirkzee und mit Glover. 16-jähriger Engländer, den haben wir ja geholt. Ein Wahnsinnstalent von Real Madrid gegen den SC Paderborn in die Rückrunde. Ich hoffe, dass das ein bisschen deutlicher wird als in der Hinrunde. Da haben wir ja nur 2-1 gewonnen. Das war ganz schön knapp. Aber hier geht schon mal richtig gut los. 5. Minute. Und für Zirkzee ist hoffentlich sein zweites Tor jetzt mit dabei. 12. Minute, 2:0. Ja, und jeder Zweikampf, also das ist bislang ein richtig gutes Spiel. Jeder Zweikampf geht an uns. Und Robin Koch, was spielt der denn für geile Bälle? Zirkzee, nächste Chance, nächstes Tor. 3:0. Es läuft wie aus einem Guss. Und da sind sie gleich schon wieder vorne hier. Zirkzee direkt nach der Pause, Chukwueze. Ja, und jetzt rein, 4:0 mit Ansage. Boah, schönes Ding. Eine Annahme. Glover! Haha! 5:0. Das ist ja ein Wahnsinn, der Typ. Heute erwartet uns ein etwas anderer Gegner und auch schwierigerer Gegner als in unserem letzten Spiel gegen Paderborn. Da konnten wir ja so ein bisschen umstellen. Aber wir sind auch im Spiel drin. Wir haben die Chancen. Und wir haben vielleicht jetzt gleich die Führung. Oh, schöner Ball von Martin. Traumhaft. Was für ein Zuckerpass auf Boniface. Und die nächste Chance jetzt hier, das Ding zu entscheiden. Da ist er, da ist Martin. Gerade noch von ihm gesprochen, jetzt macht das zweite. Mamouche gegen Botmann, ja, muss durchziehen. Und Chukwueze macht noch eins. Schießen wir die Leipziger richtig ab. Oh, tut das gut hier. 88. Minute. Boniface. Die haben sich wohl alle zur Aufgabe gemacht, den Ball unter die Latte zu hauen. Niedriger geht nicht. Ein Spitzenspiel zu so frühem Zeitpunkt in der Rückrunde gegen Leverkusen zu Hause. Die sind Dritter, wir sind Zweiter, wir jagen immer noch die Bayern. Und jetzt müsste eigentlich das 1:0 folgen. Victor Boniface, aber dann machen wir natürlich den Jubel gegen seinen Ex-Verein. Da jubelt man natürlich nicht. Einer, der wirklich vorne die Bälle halten kann für seine Mitspieler und der auch Tore machen kann. Und endlich ist es passiert. Ganz entscheidende Wochen stehen uns jetzt bevor, sowohl in der Liga als dann natürlich auch in der Champions League. Da spielen wir gegen United. Dann ist erstmal nicht so viel Platz. Aber jetzt Martin, genau, das ist die Auftaktbewegung. Richtig gut gespielt. Und Chukwueze ist es am Ende, der diesen tollen Angriff vollendet. Die Chance umzuschalten über Mamouche. Nein, auch da ist der VfB wieder da mit ihren 5 Mann.
Aber jetzt der Platz. Chukwueze. Kommt nicht ran. Kadiolu dafür. Flanke sehr, sehr gut gespielt. Und da ist er. Jetzt belohnt er sich. Martin mit dem zweiten und mit der Entscheidung. Also hier heute zu verlieren, beziehungsweise sich hier noch ein Remis zu holen gegen 10 Mann, das wäre natürlich auch sehr, sehr bitter gewesen. Vielleicht noch ein drittes Tor. Boniface zum ersten, zum zweiten mit der Sohle. 3-0, da war aber auch ein bisschen Glück mit dabei. Heute gibt es die erste kleinere Rotation gegen Union Berlin, auch im Spitzenspiel. 4. Platz sind die, haben 8 Punkte Rückstand. Die Unioner, das hatten wir auch im Hinspiel. Da hat ja Joshua Zirkzee sein erstes Tor gemacht und heute macht er sein nächstes. Das trifft sich ja gut. Kostic gegen Toussaint und Juranovic. Komm, überlaufen die alle, jawohl. Das erinnert doch an gute alte Zeiten. Kostic. Flashbacks. Da kriegen die anderen auch Flashback, weil der ist nicht weniger langsam. Wieder Juranovic lädte, da kommt keiner hinterher. Mamouche mit der Chance, das Ding schon frühzeitig zu entscheiden. Und das macht er. Die K.O.-Phase geht los mit unserer Eintracht gegen United. Schwerer Name auf jeden Fall, schwerer Gegner. Ja, nach den Leistungen in den letzten Jahren, weiß ich nicht. Schöne Flanke, jetzt vielleicht die erste Chance. Onana und Mamouche mit dem Rebound und das Eigentor. Onana, what is my name? Was war das denn? Bisschen mehr mit Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein gespielt. Wir können es doch. Martin, nächste Chance. Und der Doppelschlag. 2-0. Das Spitzenspiel gegen die Bayern nach dem Sieg gegen United. 2:1. Knapp, aber eine gute Ausgangslage. Jetzt also das Spiel. Aber ich sehe dem Ganzen mal hier sehr positiv entgegen. Warum nicht? Wir haben United geschlagen, dann können wir die Bayern auch schlagen. Und wir fangen jetzt gleich hier an mit Glover. Und da ist es doch. Das erste Tor. Und was für ein schönes. Situation hier schnell überspielt bekommen, so wie da. Oh, Boniface, wenn er den kriegt. Martin kriegt den aber. Und jetzt, das muss schon das 3:2 sein. Jawohl. Und wieder Glover. Wahnsinn, der macht ein richtig gutes Spiel. Die Aufgabe in der Bundesliga wird jetzt nicht viel einfacher, nachdem wir gegen Bayern verloren haben, 6 Punkte Rückstand haben. Wir haben zwar noch 11 Spiele, 10 oder 11. So, Mamouche gegen Diakité. Mal irgendeine gelungene Aktion. Jetzt vielleicht Fratesi! Aus dem Nichts. Aus dem absoluten Nichts. Der Ausgleich von Davide Fratesi. Vielleicht haben wir jetzt mehr Kraft vorne und mehr Power in der Offensive. Boniface. Prompt mit der Führung. Kurz nach der Pause. Der Youngster, der macht das schon. Gegen Danilo macht er alleine. Nein, Boniface ist drüben. Boniface. 3:1. Durch eine gute zweite Halbzeit. Die erste Halbzeit völlig zum Vergessen. Das muss auf jeden Fall gegen Wolfsburg anders werden. Und der dreifache Boniface, der uns hier das Spiel rettet. Vom einen VfL zum nächsten VfL nach Bochum. Jetzt also gegen den VfL Wolfsburg. Vor dem Champions League Spiel gegen United. Maximiano, wie er heißt, ist ja auch egal. Es ist Kepa. Aber auch er kommt nicht an den Ball ran. Von Manuel Akanji. Wir sind viele Leute vorne. Jetzt müssen wir es nur gut zu Ende spielen. Mamouche, aber jetzt Mamouche. Genauso kurios. Maja, Fratesi. Und jetzt muss er durchlaufen. Das ist ein überragender Ball. Und jetzt ist Larsson da. Stand jetzt danach raus. Die Bayern haben halt auch noch Zeit. Und wir können das Ding jetzt hier endlich entscheiden. Mamouche. Jawohl. Die Hoffnung ist zurück in der Bundesliga im Kampf um die Meisterschaft, nachdem Paderborn, wie auch immer, in München gewonnen hat. 2:1. Das wissen sie, glaube ich, selber am wenigsten, wie sie das geschafft haben. So, hier zum Beispiel mal ein Ballgewinn. Jawohl, richtig gut gemacht. Und jetzt aber Boniface, er macht's besser als Ugarte. Jawohl. Das geht eigentlich auch nicht. Dann müssen wir den schneller nach vorne kriegen. Da war gerade auch Ugarte wieder, der zu lange gebraucht hat, der dann aber so einen Ball in den Lauf spielt. Das ist er halt auch. Boniface gegen Onana. Boniface! Der Mann der letzten Spiele. Schöner Ball. Und dann ist er eigentlich verloren. Onana kommt raus und dann aus dem Winkel den da hinten reinzusetzen, das ist schon kurios. Wir bleiben jetzt in Ballbesitz hier. Wir spielen das jetzt ganz in Ruhe zu Ende an der Eckfahne und dann war's das. Vielleicht nochmal eine Chance, vielleicht jetzt nochmal die endgültige Entscheidung.
Führung. Über Ugarte und das war's. Die Champions League erfolgreich überstanden bei United in einem richtigen, ja, klasse Spiel. Richtigen Krimi. Dann zum Schluss haben wir es aber souverän hinbekommen. Jetzt müssen wir in der Liga weiterhin auch unsere Spiele gewinnen. Wir machen das und Boniface hat die Chance. 12. Minute. Ganz easy, ganz locker. Boniface, das muss das zweite sein. Und doch da bleibt er eiskalt. Ein sehr, sehr gutes Spiel. Zweimal gekontert. Wir biegen ein auf die Zielgerade unserer Saison mit der Eintracht Frankfurt. Wir stehen auf Platz 2, 3 Punkte hinter den Bayern. Und dann noch mehr Tore schießen. Vielleicht ja jetzt. Boniface, wieder Martin. Diesmal alleine, muss er machen aus Spitzenwinkel. Und diesmal ist er drin. Direkt nach dem Anstoß. Boniface, schöner Doppelpass mit Fratesi. Es geht doch. Es geht doch. Warum denn immer so kompliziert? Boniface und nächster Schuss von Glover. Mein Gott. Glover, zack, Fratesi. 4-0. Jetzt wird es eine Packung. Und wieder die Kölner im Strafraum wissen gar nicht wohin. Nächstes Tor. Das geht jetzt wie im Training. Haraldsson, 5-0. Aber was auf jeden Fall gilt, ist Glover. Der zieht nochmal davon. Allein gegen alle. Ruben Glover. Mit dem Schlusspunkt. Das halbe Dutzend macht er voll. 0:6. Der zweite gegen den dritten. Frankfurt gegen Dortmund. Es geht los. Das Spitzenspiel. So, nächste Chance. Martinson. Jetzt im richtigen Moment muss Kostic durchlaufen. Genau, das war der richtige Ball. Und der muss jetzt rein. Kostic. 2:1. Es ist Zeit fürs Viertelfinale. Zeit für Paris Saint-Germain mal wieder. Das ist so wie mit Wolfsburg in der Liga. Die haben wir gefühlt pro Saison 3-4 Mal. Jetzt haben wir sie halt im Viertelfinale. Muss eigentlich reingehen. Boniface in der Mitte. 1:0. Genau so war es geplant. Kein Abseits. Martin in der Mitte oder Glover hinten. Nein, ist er gar nicht. Haraldsson. Glover ist ja ausgewechselt. Gehäuse ist frei. Das ist leer. Donnarumma kommt nicht hinterher. Fratesi, ist er schneller als Mendes? Fratesi, da laufen wir jetzt alleine aufs Tor zu. Jetzt müssen wir schießen. Fratesi. 3:0. Mit dem 3:0 gegen Paris im Rücken geht's rein gegen Gladbach. In die heiße Phase in der Liga. 4 Punkte haben wir leider Rückstand. Jetzt müssen wir es halt nur gut ausspielen. Ja, machen wir. Und jetzt muss er rein. Scheibi. Endlich. 63. Minute. Der Knoten ist geplatzt. Die Meisterschaft können wir wohl oder übel vergessen. Wir haben jetzt 6 Punkte Rückstand auf die Bayern. Die haben leider ihr Spiel gegen Leipzig gewonnen. Wir haben gegen Gladbach den Last-Minute-Ausgleich bekommen. Last-Second-Ausgleich, um genauer zu sein. Die schönste 1:0-Niederlage in unserer Karriere. Die letzten Spiele in der Bundesliga. Was geht noch für uns in Sachen Meisterschaft? Wir haben mit 6 Punkte Rückstand, haben trotzdem das bessere Torverhältnis. Haraldsson in der Mitte, nächster Schuss, abgeblockt und Martin mit der Führung. Oh, das ist wichtig hier. 12. Minute. Haraldsson gegen Akpoguma. Es ist halt niemand in der Mitte, aber vielleicht machen wir es so. Der Anschluss trägt Boniface zum ersten und zum zweiten. Das geht doch gut los. In Halbzeit 2, das glückliche Entchen des Trainers. Er ist endlich wieder zurück. Das Comeback von Samu Chukwueze heute gegen Mainz mit veränderter Truppe, weil wir natürlich auch auf Manchester City gucken müssen. Agiler ein bisschen schwungvoller sind als gegen Hoffenheim. Und das sind wir, weil Martin erstmal einen rausrotzt hier nach 6 Minuten. Glover Zirkse, jetzt aber hopp, Junge, 2:0. Du kannst sie sogar nochmal vorlegen. Zirkse, na endlich. Es geht doch, 2:0. Und dann gucken wir, für was es dann am Ende gereicht hat. Ugarte, nächste Chance. Und nächstes Tor. Schade, wenn das Spiel jetzt noch eine halbe Stunde gehen würde, würden wir wahrscheinlich noch 3-4 Tore machen. Glover, aber hier mit dem 4. Tor. Jetzt läuft's. Wie aus einem Guss. Wenn uns die Mainzer jetzt schon mal spielen lassen, dann wollen wir natürlich auch noch ein Tor nachlegen. Haraldsson. Das ist auch so typisch. Jetzt läuft's
Jetzt geht doch alles rein. Noch 2 Spiele bis ins Endspiel. Halbfinal in der Champions League. Manchester City unser Gegner. Mit Haaland, mit Foden, mit Rodrigo. Das wäre doch sein Traum-Comeback hier in der Champions League. Chukwueze! 1-0. Und jetzt Chukwueze auch wieder am richtigen Moment kommen. Gut mitnehmen, jawohl. Und jetzt das zweite Tor machen. 58. Da ist er zu weit rausgekommen. Aber Chance lebt noch. Fratesi! Mann, oh Mann. Weil ihn niemand angreift, dann geht er halt alleine. Warum nicht? Da kommt auch Caboret nicht hinterher. Boniface! Und der alte Abstand ist wieder hergestellt. Die spannende Frage war ja, ob ich hier überhaupt eine 11 zusammenbekommen würde gegen Freiburg. Auf jeden Fall. Bis auf Fratesi und auf Kanisici ist die 11 aber einmal komplett durchgetauscht. Das müssen wir den natürlich auch machen. Fratesi wahrscheinlich der beste Elferschütze auf dem Platz. 17. Minute. 1-0. Weil auf 1-0 spielen, wie gesagt, das ist bei mir nicht so. Zirkzee muss er alleine machen. Larsson läuft ihm fast noch in die Hacken rein. Ein Elfer rausgeholt, ein Tor selber gemacht. Wir sind noch einen Schritt vom Finale entfernt. Wir kommen mit einem 3:1 Sieg aus dem Hinspiel. Heute müssen wir nochmal hier im Etihad und Boniface kommen. Fratesi läuft durch, beziehungsweise auch Martin. Das ist ein guter Ball, traumhaft gemacht und der trullert rein. 2:1. Die Entscheidung um die Meisterschaft könnte heute schon fallen. Huch, die Lichter gehen an hier. Denn wir spielen heute gegen Hannover. Die Bayern zeitgleich. Und jetzt nach vorne. Boniface winkt schon. Hinten, da kommt Ugarte. Ja, einmal vorgelegt und das Tor. Und was für ein schönes. Aber so Dinger kannst du auch mal direkt nehmen. Außer Luft raus, da können auch schöne Tore fallen. Hat Haraldsson ja letztes Jahr in der Champions League geschafft gegen Zagreb. Wunderschönes Tor nach dem Freistoß. Und hier fällt das nächste Tor nach der Ecke. Und mal wieder Boniface. Aber schauen wir mal. Nkunku, Martin, Zirkzee in der Mitte. Ja, sehr schön freigespielt. Und jetzt die Entscheidung. 3:0. Als das Ergebnis, was wir hier jetzt haben. Wir haben gewonnen, auf jeden Fall. Fragt sich nur 3 oder 4:0. 4:0. Und wieder Zirkzee. Wir sind angekommen an dem Ort, wo wir in der letzten Saison unsere Meisterschaft verspielt haben. Werden wir ausgerechnet hier heute deutscher Meister. Wir haben nur noch einen Punkt Rückstand auf die Bayern, die zeitgleich in Köln spielen. War unvorstellbar eigentlich. War eigentlich gar nicht mehr möglich. Und wir legen vor. Boniface Minute 8 in dem Moment. Nächste Chance, jetzt muss er aber rein. Und das ist das zweite. Doppelschlag, 20. Minute, Samuel Chukwueze. Aber wir haben jetzt noch 20 Minuten. Wir müssen jetzt hier nochmal alles raushauen. Wir kommen mit Chukwueze. Ein Mann wie für solche Spiele gemacht. Das Kapitel EAFC 24 wird heute geschlossen mit der Krönung, und zwar dem Champions League Finale. Der Ausgleich ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Mamouche, der läuft richtig gut durch. Und der ist er. Der ist da, der Ausgleich. 72. Minute verdient. Aber wir sind da, wir gewinnen jetzt die Zweikämpfe und wir haben Platz. Und Mamouche oben jetzt mit der Chance. Legt sich den Ball vielleicht zu weit vor. Mamouche. Das Tor zum Champions League Sieg vielleicht. Mein Gott, da fehlen mir ja die Worte. Und jetzt würde der Römer abgerissen werden. Die müssen den Flughafen sperren, weil ganz Frankfurt auf dem Bein wäre. Wirklich. Die würden 6 Stunden brauchen. Vom Flughafen bis zum Römer beim Champions League Gewinn 4-5 Stunden. Mindestens. Wenn überhaupt. Ja, schönes Bild zum Abschluss.